gewissen Orten hat man fast das Gefühl, es sei fast wie Kraftorte. Einmal jetzt so Terbel ist so ein Gebiet, wo wir jetzt hier sind. Aber es sind ja alles Leute in unserer Region und die kennen die Zmetti, man versteht einander, man weiss, was gemeint ist und denen geht das eigentlich sehr gut. Ich bin Peter Rovina von Zaniglas und seit 20 Jahren jetzt hier im Forstrevier Stalden und Umgebung als Revierförster tätig. Peter, was macht dich zum Naturmensch? Dass ich einfach gerne in der Natur bin. Das war als Potschi mir gerne vorne. Und ich könnte mir nichts anderes vorstellen jetzt mehr. Was gibt dir die Natur, wenn du so vorne bist? Tag für Tag bist du ja quasi vorne. Ja, das schon. Es ist einfach eine gewisse Ruhe. Und an gewissen Orten hat man fast das Gefühl, es sei fast wie Kraftorte. Einmal jetzt so Terbel ist so ein Gebiet, wo wir jetzt hier sind. Das ist ein spezieller Ort und so. Und das dient mir mehr als irgendwie Hektik irgendwo in einer Fabrik oder in einer Werkstatt und so. Was ist denn so das Schöne, die Sonnenseite von deinem Beruf? Ja, sehr, dass man sehr frei ist eigentlich. Wenn ich so einen Holzschlag am Anzeichnen bin, da säckelt mir keiner mit der Stobühr hinten an, wie lange ich für das habe. Und man kann häufig Entscheidungen selber fällen, welche Bäume dass man jetzt auch fällen oder wie man den Eingriff machen will, wer muss machen, mit was für Leuten, mit was für Maschinen. Es ist also sehr grosse Freiheiten hat man in dem Sinn. Jetzt heute ist ja eigentlich ein spezieller Tag, weil heute sind wir zusammen mit der ERZ-Zermatt am Logging machen. Ja. Logging, was heisst das für die, was ich das nicht vorstellen kann? Ja, das ist einfach Holz, das wir gefällt haben, in unserem Wald rauspflegen. Wo man sonst früher vielleicht viel mit Seilkran oder so gemacht hat. Und es gibt jetzt aber Orte, die man gar nicht anders kennt als mit dem Helikopter. Wie habt ihr die letzten Tage das Holz weggemacht, dass heute der Helikopter nur kommen und packen und weg? Aber wir haben sie gefällt und nachher da tut der Forstwart eigentlich das Messband direkt einheichen, wenn er anfängt, um den Stamm noch entastet. Und dann kann sieht er die Länge. Und wir haben so Tabellen, dass wir wissen, ein Baum von dieser Dicke, bei dieser Länge, hat die Kubatur und wird aber immer ungefähr auf 1 Kubik messen. Und jetzt 850 Kilo, was eine ideale Last ist, aber für das Ecureuil, dass er es gut mag. Dann kommt der Heli und dann was passiert? Also zuerst werden die Leute auf einmal in einen Bestand geflogen. Das ist in der Regel sind es 2 Flughelfer und 2 Forstwarte. Also wenn ich das richtig verstehe, ist im Wald nachher ein Förster, ein Forstwart und einer von der ERZ-Zermatt, ein Flughelfer von der ERZ-Zermatt. Wie machen Sie das, dass man das Holz da auspflegen kann? Also schütten einfach die Metallstruppen da drum. Das sind ja Würgestruppen, sagt man dem eigentlich. Die tut man einheichen und nachher tut das selber zusammenziehen. Und dann hat der Stamm da dran. Was das Heikle ist beim Anheichen, man muss auch wieder da wissen, wo man steht. Sowohl der Flughelfer als auch der Forstwart. Dass man nie unter der Last steht, dass man immer seitlich auf die Seite geht. Und dann geht das eigentlich gut. Man muss auch immer daran denken, im Wald rein. Vor allem, wenn man dem Steilgelände ist, sind das aber noch Äste, die dran hängen und so, die können abbrechen. Oder wenn er aufzieht an einen stehenden Baum, kann mal einen Ast abbrechen und dann bricht er Kio. Und da muss man einfach schon immer ein bisschen Augen und Ohren offen haben und so ein bisschen probieren, die Übersicht zu haben.
Der Helikopter nimmt die Last, geht nachher am Abladeplatz. Und dann tut er Klinke und der ist in der Regel auch ein Forstwart auf dem Abladeplatz, der den Struppo wegnimmt. Wird jetzt schauen, dass wir auf dem Abladeplatz auch immer eine Maschine haben, die das Holz nachher sauber biegen kann, damit keine gefährlichen Situationen entstehen. Darum wird die einfach auf den Platz und die Maschine tut sie sauber da. Geht auch gut für die Struppe weg, dann klemmt sie ja, wenn die Maschine haben, kann man es dort lipfen. Und dann geht das eigentlich relativ für alle Partien relativ stressfrei. Also es ist ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen Forstwart und der Crew von der ERZ-Zermatt. Ja, sehr, sehr. Und das ist auch ein riesen Vorteil, wenn man einander kennt. Also man hat das schon x Jahre, schafft man zusammen, sei es jetzt mit Zermatt oder Air Glacier. Aber es sind ja alles Leute aus der Region. Und von den Flughelfern sind ja auch etliche drunter, die vorher Forstwart gelernt haben. Die kennen das Holzbusiness auch. Und was jetzt auch zu gut ist, jetzt so viele Piloten haben, oder die meisten Piloten haben ja auch als Flughelfer geschafft, sind selber auch im Wald gewesen. So wie der Benji jetzt heute. Mit dem zusammen habe ich das Gleiche auch schon Holz angeheicht, wenn wir im Wald waren. Und der kennt das Metier, man versteht einander, man weiss, was gemeint ist. Und der geht das eigentlich sehr, sehr gut. Jetzt konkrete Fläche, die wir jetzt gemacht haben, sogenannte Waldwildmaßnahmen, sagen wir dem. Da haben wir Bereiche im Wald, die früher offen waren, die Lichtungen waren, wie jetzt so hier, die anfangen zu verwalden, weil so nicht mehr genutzt wird und so. Das fehlt nachher dem Wildeu als Äsig. Und dann gehst du mehr in einen Schutzwald, in steile Partien und da gehen die Bäume anknabbern. Und jetzt machen wir auch in Zusammenarbeit mit dem Wildhüter, die wir schauen, was geeignete Flächen haben und dann wir da freiholzen, dass das Wild auch wieder Äsigsflächen hat. Also machen wir es für die Tiere oder für den Wald? Das ist beides. Also, weil es ja man probiert eigentlich damit die Tiere aus den steileren Waldpartien rauszulocken, dass da nichts verbeißt und dass da junger Wald aufkommen kann. Und hier, das sind ja eher flache Partien, wo wir jetzt drin sind, da spielt es ja nicht so eine grosse Rolle. Da kannst du ja den verbeissen. Das ist ja eigentlich gut, dass die Flächen offen bleiben. Also es ist eigentlich wirklich ein Miteinander mit der Natur, das ihr entscheidet, warum ihr das Holz daraus pflegen tut. Aber natürlich, das kennen wir alle zusammen, der Wald schützt die schon. Ja, das sind die anderen Waldflächen. Hauptsächlich ist die sogenannte Schutzwaldpflege. Und da geht es vor allem darum, dass genügend junger Wald nachkommt. Weil die meisten Wälder sind total überaltert, weil ja da niemand mehr reinkommt ist. Man hat aber auch nicht die technischen Möglichkeiten einerseits. Und aber auch keine Subventionen, weil das Geld ist ja immer ein springender Punkt. Und jetzt hat man die Möglichkeiten und jetzt schaut man, dass der Wald sich laufend verjüngt und dadurch eben nachhaltig die Schutzfunktion kann erfüllen kann. Weil sonst, wenn man einfach alles wachsen, werden die Bäume einfach immer älter und schwächer. Das ist wie bei den Leuten. Und dann irgendwann kieh und um und danach ist dann nichts Jungs mehr da. Und je nach Fläche, je nach Exposition geht es lang, bis wieder etwas aufwächst. Ist für den Wald selber ja kein Problem, aber weil es ja Schutzwald ist und darunter Infrastrukturanlagen, Hiescher, Strassen, alles Mögliche. Und darum ist das Locking aber entscheidend. He? Ja, das ist eigentlich elementar wichtig. Also Dörfer oder Dorfteile könnten gar nicht bewohnt werden, wenn da kein Schutzwald drauf wäre. Heute habt ihr rund 70 Rotationen gemacht, mit der ERZ-Zermatt Holz geflogen. Bist du am Abend zufrieden? Bist du am Abend eine gesunde Miete? Ja, das auf jeden Fall. Also vor allem, wenn es aber geklappt hat, wenn nichts passiert ist. Und dann ist bis am Abend wieder einiges gemacht. Und obwohl, gibt schon zufrieden. Ja.